Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf dem Server Tschechien 17, wo die Purge noch im vollen Gange ist und die Spieler am Ausrasten sind. Wir haben es gerade noch an Tag 2 kurz vor 0 Uhr. Wir kriegen hier quasi die letzten Minuten des zweiten Tages mit. Und bevor wir hier weiter genauer drauf eingehen, wollte ich noch mal ganz kurz aufmerksam machen. Und zwar war ich zu Gast gewesen beim Piccolo auf dem Kanal. Und der hat ein neues Format, was ich ziemlich spannend finde. Und zwar Fragensturm. Das ist so ähnlich, vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Format Fragenhagel. Da werden quasi ganz kurz und knapp Fragen gestellt, ohne dass der Interviewer weiter auf diese Antworten vom Interviewten eingeht. Und das ist ein sehr kurzes, bündiges und informatives Format, wo ich unvorbereitet auf die Fragen antworten muss. Das habe ich hier gemacht, werde ich euch unten verlinken. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen, wenn euch das Ganze interessiert. War auf jeden Fall sehr cool und nur Liebe für Piccolo an der Stelle. Ja? Wir gehen jetzt rein in die Purge und zwar kurz bevor Tag 3 anbricht. Und zwar gibt es hier einiges zu erzählen. Die Leute sind teilweise wirklich verrückt. Am verrücktesten ist hier unser Kandidat der Universe, der hier schon mittlerweile laut Stand zumindest 290 €, also knapp 300 € hier schon investiert hat in einem Server, den er wahrscheinlich nicht großartig weiterspielen wird und das danach im Sande zerrinnt sozusagen, ne? Und das finde ich schon sehr, sehr heftig. Ich habe damit gerechnet, dass Leute Geld ausgeben. Ich habe damit gerechnet, dass Leute Pilze aufladen, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Leute so eskalieren. Auf der anderen Seite denke ich mir dann so, okay, er ist jetzt hier Stufe 30. Gut, er hat sich einen Goldrahmen gegönnt, was sehr dekadent ist mal an der Stelle. Allerdings, okay, er schreibt hier in seine Beschreibung rein, er hat hier knapp 300 € schon investiert. Mein erster Gedanke war, oha, wow, das ist ja wirklich heftig. Mein zweiter Gedanke war dann aber gewesen, okay, was ist, wenn das nicht vielleicht Mindgames sind? Weil in der Purge ist ja alles erlaubt. Und ich glaube, dass auch dieser Faktor, dass dem Gegner psychisch zu suggerieren, ey, ich bin hier sehr stark dir gegenüber im Vorteil, du wirst auf keinen Fall Platz 1 holen, der ist für mich reserviert, kann er auch so tun, als ob er vielleicht schon 300 € aufgeladen hat und hat das nur so in seine Beschreibung gepackt, um die Leute vielleicht schon vorher abzuschrecken, um gar nicht erst zu versuchen, auf sein Level zu kommen. Ja? Das könnten natürlich auch so eine gewissen Mindgames sein an der Stelle, die auch sehr schlau eingesetzt werden könnten. Aber so wie ich Universe einschätze, hat er wirklich 300 € aufgeladen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also so oder so, es geht auf jeden Fall ab. Stufe 30 hier der Universe. Wir haben es jetzt haben wir es 0 Uhr. Man sieht es auch vielleicht, man sieht es nicht, meine Kamera ist davor, dass das Glücksrad wieder anfängt zu blinken. Ja, hat hier ein 61er SA, also hat hier schon viel Pilze wahrscheinlich für das SA schon ausgegeben. Eine 10er Ritterhalle auch mittlerweile, also das ist schon sehr, sehr krank. Auf Platz 2 weiterhin hier der es tut mir leid, der Name ist wirklich Enil. Ich sage mal Enil. So, das Xer-Enil, ja, das Xer können wir auch weglassen. The Purge hat hier auch, die Beschreibung muss ich auch sagen, sind sehr lustig hier von einigen Gildenmitgliedern. Was macht ein Wachtmann in der Nudelfabrik? Er passt da auf. Ja, hat hier auch schon investiert, und zwar Starterpaket, Festungspaket und so nochmal 10 €. Ist jetzt bei 24,97. Und wenn er auf Platz 3 kommt, ja, dann hat er 3 Cent auf jeden Fall gut gemacht. Das ist Stonks auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Ist ein Gewinn. Ne? Ist ein Gewinn. Momentan sieht es noch ganz gut aus, dass er hier auf Platz 2 bleibt. Dann wäre er schon bei 50 € und hätte hier schon gutes Geld auf jeden Fall mit nach Hause genommen.
Genauso gut oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser sieht es hier bei ihm aus. Hier der Neyrian, hat hier noch weniger investiert als Platz 2 im Moment. Ist zwar auch 2 Level hinterher, hat aber auch ein sehr beachtliches Sammelalbum, ein deutlich besseres sogar als hier Platz 2. Und würde ich auch sagen, da ist auch Potenzial auf jeden Fall in Sichtweite. Was ihm halt fehlt, sind halt eben die Steine. Ne? Also es sieht noch nicht so aus, dass er hier... Okay, er ist ja Stufe 24, er kann die Festung noch gar nicht alle freigeschaltet haben. Ich bin gespannt, ob er noch hier das Festungspaket sich holt. Das wären dann auch nochmal 10 Euro an der Zahl, die er dann hier investieren müsste. Dann hätten wir auf jeden Fall schon 3 Leute hier mit einem Festungspaket, die hier, ja, sich mit den Steinen halt eben Vorteile verschaffen können. Platz 2 macht es teilweise schon, hat hier auch schon die Ritterhalle auf Stufe 6, ne? Also Festungspaket ist am Start. Universe hat hier auch schon viele Steine, auf jeden Fall ist noch nicht ganz maxed out, aber ich denke mal, da geht auf jeden Fall noch was. Und ja, auf Platz 3, beziehungsweise auf Platz 4 im Moment ist hier der Xerchov, ja, habe ich auch ein paar Düfte hier zu Hause von Xerchov, auch eine gute Parfümmarke auf jeden Fall. Gibt hier seine Kosten nicht preis. Ist auch selbstverständlich, ist logisch, muss man nicht machen. Ich finde es ganz witzig, wenn man das hier in die Beschreibung schreibt, vor allen Dingen, wenn man mit Zahlen hantiert, die vielleicht gar nicht so wahr sind, ne? Um halt eventuell die anderen Leute ein bisschen zu demotivieren. Ach Mann, der gibt so viel aus, da komme ich eh nicht hinterher. Mindgames. Das ist das, was ich so geil finde an dem Projekt und die psychischen Spielchen hier untereinander werden getrieben. Ich glaube, die Beschreibungen machen da auch ein bisschen was aus. Im Gildenchat selbst ist relativ wenig los, sag ich mal. Da hätte ich gedacht, da ist ein bisschen mehr los, aber da ist tatsächlich eher Ruhe, würde ich mal so sagen. Ne? Ansonsten, haben wir hier noch viele weitere Leute, die hier auch komplett Free-to-Play am Start sind. Muss man auch mal den Leuten zugute halten. Ne? Die machen dann vielleicht so unter sich dann was aus. Hauptsache nicht letzter, ist auch nice. Ne? Also das ist ja das Ding, man kann hier alles, man muss es aber nicht. So, und eventuell machen die Free-to-Play-Spieler hier unter sich ein kleines Turnier. Wird natürlich, dementsprechend nicht so belohnt, weil die halt wahrscheinlich auch nicht ins Preisgeld kommen. Aber das war auch zu erwarten, denke ich mal. Ne? Wir machen auch ein paar Angriffe. Also wir haben auch schon einen Angriff gemacht, ne? Weil das gibt auch ein bisschen XP tatsächlich. Wir wurden sogar auch schon mal einmal angegriffen. Und zwar von Alles erlaubt. Ja? Alles ist erlaubt. Hier, Forza, der hat uns angegriffen. Gut, hat nichts in der Beschreibung. Aber den Kampf haben wir auf jeden Fall auch gewonnen. Ich denke mal, er hat das erreicht, was er erreichen wollte. Er ist im Video jetzt hier. Ja. Und kriegt sogar ein paar von uns mit. Ich meine, gut, wir haben auch ein paar Inaktive in der Gilde, die nicht spielen. Aber beim ersten aktiven, richtigen, sieht es dann schon ein bisschen alt aus. Ja, ansonsten haben wir hier noch habe ich noch einen Kampf gestartet. Da konnte der Rest noch nicht teilnehmen, weil man muss ja 24 Stunden in der Gilde sein. Der Gildenleiter kann allerdings schon einen Kampf starten, das habe ich dann auch gemacht, weil, warum nicht mitnehmen, wenn man es kann, denn so bekommt die Gilde ein bisschen XP dazu. Ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Ich versuche sowieso, das Beste an den Ausbauten so rauszuholen, damit die Leute es ein bisschen einfacher haben. Aber ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? Den nächsten Kampf habe ich mir auch eine Gilde rausgesucht, Academy of Troll. Ne? Das fand ich ganz passend vom Namen her. Die werden schon ein bisschen schwieriger. Wir haben ja schon 40er dabei, 33, 24. Also müssen wir mal schauen, wie es aussieht. Wenn der noch joint, dann ist vorbei. Aber ich glaube mal nicht, weil keiner hat sich hier bisher zur Verteidigung gemeldet. Und bei uns sind eigentlich alle am Start. Hier fehlt der Chaos im Moment. Aber mal gucken, ob er noch reinjoint. Ansonsten, ja, hier unten, das sind Leute, gut, die haben sich einen Account erstellt und sind dann halt einfach offline gegangen. Verstehe ich zwar auch nicht ganz, aber werde ich jetzt auch nicht kicken. Bleibt einfach so hier in der Gilde. Und ja, das ist der aktuellste Zwischenstand so. Also der Universe ist auf jeden Fall schon dick im Minus, laut der Beschreibung. Ich gehe mal von aus, es wird, also alleine schon der Goldrahmen, der 1000 Pilze kostet, da ist schon ein bisschen was geflossen. Auf jeden Fall.
Und bei den anderen sieht es eigentlich noch human aus. Also so hätte ich es mir vorgestellt. Das habe ich mir nicht vorgestellt, aber bei denen hier, da habe ich gedacht, okay, ja, so 25 Euro bis maximal 50 Euro werden die Leute schon bereit sein auszugeben, so, ne? Aber wirklich nur manche, nicht alle. Die ersten Pakete war mir eigentlich klar, dass die gekauft werden, so, ne? Die beiden hier, das sind eigentlich so die Dinger, die einen am meisten voranbringen für sehr wenig Geldeinsatz. Und ja, mit denen habe ich eigentlich gerechnet, da werden die meisten zuschlagen. Genau, so sieht es momentan gerade aus. Sind auch einige Leute hier jetzt gerade im Moment aktiv. Ne? Kurz nach 0 Uhr fangen die Leute wieder an zu spielen. Von manchen ist das Sammelalbum halt auch wirklich sehr beachtlich, muss ich mal so sagen. Hier unten weiter wird es dann nachher schon ein bisschen schwieriger, noch die ersten Ränge zu holen. Aber es kann nach wie vor immer noch jeder alles erreichen, weil im Prinzip könnten wir auch jetzt so sagen, hey, okay, wir haben hier jetzt hier den Hallo Hallo dabei hier, ne, der Schuli, ne, der lädt jetzt nochmal einen 100er auf hier und ist dann auf Platz 1 oder 2 oder 3 oder so. Ne? Also es ist noch alles möglich, alles machbar. Keiner ist hier abgeschrieben. Aber es ergibt sich auf jeden Fall schon in einer gewissen Art und Weise ein Muster. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal so der zweite Tag gewesen, Anfang des dritten Tages. Und am Montag um 18 Uhr wird das Ganze ja dann aufgelöst und die Purge wird beendet. Ich bin gespannt, was bis dahin noch so passiert, was für Überraschungen noch geschehen werden. Und was auch vor allen Dingen den nächsten Tag jetzt so ansteht bei den Leuten. Das soll es soweit erstmal von dieser Folge gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch für das Feedback, falls euch das Ganze hier gefällt und ja, ihr wollt, dass es davon vielleicht auch noch eine zweite Staffel gibt, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über den kostenlosen Support freuen, den ihr mir entgegenbringen könnt. Und das war es soweit dann sonst von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.